Guten Morgen, das hier hinter mir ist der Koblenzer Hauptbahnhof. Es ist kurz nach 7 und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Bei dieser Challenge geht es um Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz. Ich bin hier ja in Rheinland-Pfalz und ich versuche, so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich in 12 Stunden zu besuchen. Was bedeutet besuchen? Ich muss mit der Sehenswürdigkeit im Hintergrund ein Selfie gemacht haben. So wie man ein Selfie machen würde, das müsst ihr nachher beurteilen, ob ich das tatsächlich hinbekommen habe. Und natürlich sind die Sehenswürdigkeiten nicht immer direkt neben Bahnhöfen. Das heißt, ich muss im Zweifel hinlaufen. Ich habe hier eine Liste ausgedruckt mit 40 verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz. Das ist eine Mischung aus dem, was TripAdvisor als die besten Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz ansieht, plus die Weltkulturerbestätten hier bei uns im Land. Und das natürlich gibt es da Überschneidungen und insgesamt sind hier aber 40 drauf. Und ich glaube, es würde Sinn ergeben, damit zu starten, was tatsächlich in Koblenz ist. Und hier sehe ich, Deutsche Eck Seilbahn fährt am Bussteig E der nächste Bus sofort. Ich gucke mal, ob ich den kriege, ob der tatsächlich hier gleich fährt. Ja, das ist ja wirklich perfekt. Also Koblenz, Seilbahn Koblenz, Deutsches Eck, Festung Ehrenbreitstein. Das ist dieser Bus, der hier schon einfährt. Guten Morgen. Also hier auf meiner Liste steht für Koblenz, Seilbahn Koblenz und Deutsches Eck als eine Sehenswürdigkeit, würde ich auch so unterstreichen, weil das wirklich direkt nebeneinander. Festung Ehrenbreitstein, Schloss Stolzenfels, die Wehrtechnische Studiensammlung Koblenz und der Schengelbrunnen. So, ich glaube, Seilbahn Koblenz und Deutsches Eck kann ich schnell hinkriegen. Der Schengelbrunnen und ich muss mal gucken, wo die Wehrtechnische Studiensammlung ist. So, aber jetzt fahren wir erstmal Seilbahn Deutsches Eck ab. Das wäre dann die allererste Punkt, den ich heute mache. Also die Wehrtechnische Studiensammlung ist auf der anderen Seite der Mosel. Das ist auch noch möglich, da hinzukommen. Besser als jetzt zum Beispiel Schloss Stolzenfels. Deswegen glaube ich, ich kann Seilbahn Koblenz und Deutsches Eck, Festung Ehrenbreitstein, Wehrtechnische Studiensammlung und Schengelbrunnen heute schon abhaken. Die Frage ist halt, was mache ich, nachdem ich das hier in Koblenz alles abgehakt habe? Der größte Cluster von Sachen, wo ich wirklich Sachen anschauen kann, ist Trier. Und dann würde ich noch gucken, ob ich irgendwelche Sachen auf dem Weg nach Trier hinkriege. In die Richtung geht es zum Deutschen Eck. Also hier kenne ich mich noch aus. Also hier auch schön. Steht auf der Liste gar nicht drauf. Die Basilika St. Castor. So, da hinten kann man schon sehen, Kaiser Wilhelm Denkmal. Ich war, glaube ich, hier so früh noch nie, aber es ist eigentlich richtig schöne Morgenstimmung gerade. Hier so um 20 nach 7. Ich guck mal, wann der Zug Richtung Trier fährt. Das wäre vielleicht mal was. Das gucke ich jetzt gerade noch hier auf dem Weg. So, der einer ist gerade abgefahren. Vielleicht kriege ich, vielleicht ist 8:06 Uhr einer, den ich kriegen könnte. 8:06 Uhr nach Trier, RE1. Das wäre dann in 40 Minuten. So, und hier vorne, das ist das Deutsche Eck. Wir gehen noch ganz nach vorne. Also das hier ist die Mosel und da fließt sie in den Rhein. Das heißt, das hier ist das Deutsche Eck. Dann wäre doch das hier das Selfie, was ich machen kann. Naja, ein halber Punkt ist schon, jetzt muss ich noch zur Seilbahn. Die ist da. Weil vielleicht kann ich zwischendrin von hier, ja auch sehr geschickt, weil das da oben ist nämlich die Festung Ehrenbreitstein. Und mit der Festung Ehrenbreitstein kann ich von hier aus ein ganz wunderbares Selfie machen. Und die gut erkennen, ich gehe mal näher ran. Dann Selfie Nummer 2, Festung Ehrenbreitstein. Da ist sie. Ich sage, das zählt. Das bedeutet, jetzt sind es so 1,5 Punkte. Gleich haben wir dann den zweiten komplett gemacht. Weil da vorne ist die Talstation der Seilbahn. Die Seilbahn fährt noch gar nicht. Also hier Selfie. Seilbahn Koblenz, das ist die Talstation. Jetzt sind es schon 2 Punkte. Jetzt geht es weiter in die Altstadt.
denn wir haben ja als nächstes den Schengelbrunnen. Das Gute ist, hier muss ich nicht auf irgendeine Karte gucken, wo irgendwas ist. Also bei der Wehrtechnischen Sammlung, ja, da war ich nämlich noch nie. Ist nicht so mein Ding, solche Sachen. Aber das ist auch in der Nähe, ich weiß auch, wie man da hinkommt jetzt. Aber erstmal den Schengelbrunnen. Der geht in die Richtung, müssen wir geradeaus weiter. Und da ist er, der Schengel. Und jetzt der Schengelbrunnen, der sieht so aus. Und eigentlich spritzt der Wasser. Erstmal das Selfie. Eigentlich spritzt er zu so random Zeiten Wasser. Aber man dürfte sich nicht an diese Stellen, kann das schon ungefähr erkennen, wo man sich vielleicht besser nicht hinstellt. Deswegen, ich weiß nicht, wann der anfängt mit Wasserspritzen, wahrscheinlich erst später am Tag und noch nicht um 7:39 Uhr. So, ich habe jetzt also 25 Minuten, bis ein Zug Richtung Trier fahren würde. Um 25 gibt es eine Regionalbahn, die ist ein bisschen langsamer, aber bis Cochem geht es auch. So, aber ich laufe jetzt mal hier zum Forum. Ist die Frage, mache ich die Studientechnische Sammlung? Aber möglicherweise ist das der Fünfer. So. Fahren Sie gleich in Richtung Lützel rüber? Ja. Wann fahren Sie ungefähr los? 4 Minuten. 4 Minuten, alles klar. Dann setze ich mich bei Ihnen rein. Ah ja, das heißt natürlich auch direkt gut 4 Minuten. Dann machen wir das wohl. Mal gucken, wie knapp das wird. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Buslinie 5 bringt mich fast direkt vor die Tür. So, das ist die 5, die blaue Linie da. Und ich glaube, Langemarktplatz oder Eisbrecher, ich glaube, Langemarktplatz ist die richtige Haltestelle, wo ich aussteigen muss. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Aber ich glaube ja, und dann wäre das perfekt. Ich muss natürlich jetzt hoffen, dass der jetzt dann, wenn ich dort war, direkt ein Bus zurückkommt. Dann könnte ich es wahrscheinlich noch irgendwie ganz knapp schaffen auf den Zug. Auf jeden Fall aber sage ich, schaffe ich die Regionalbahn um 25. Also jetzt dann in 40 Minuten. Ich glaube, die schaffe ich auf jeden Fall. Nächste Haltestelle, Langemarktplatz. So, wo ist das? Also ich glaube, da hinten ist es schon direkt bei der Haltestelle in die andere Richtung. Das ist ein gutes Zeichen. Also der nächste Zug fährt in 10 Minuten. Ich glaube nicht, dass das drin ist. Hier ist auf jeden Fall die Haltestelle für die Rückfahrt. Aber hier steht nicht dran, leider, wann der nächste fährt. Also jetzt gucken wir aber erstmal, wo die Wehrtechnische Studiensammlung ist. Hier gibt es schon mal Werbung, um bei der Bundeswehr zivil zu arbeiten. Also man muss wissen, die Bundeswehr ist ein Riesenarbeitgeber hier in Koblenz, eine Garnisonsstadt. Hier, das ist alles Bundeswehr. So, Wehrtechnisches Museum da wäre sie. Da rein. Wehrtechnische Studiensammlung. So, da hinten ist sie. Selfie. Wehrtechnische Studiensammlung wäre hier. Sie können sehen, da hinten. So, und jetzt zurück, da gab es ja einen 59, der könnt ihr hier vielleicht noch kriegen. Das bedeutet, das ist jetzt schon Nummer 4. Ne? 4. Sehenswürdigkeit in Rheinland-Pfalz, die ich jetzt hier habe, und das ist jetzt genau 8. Also das heißt, es sind jetzt, ich glaube, 48 Minuten rum. Ich habe jetzt nicht gehört, dass gerade einer vorbei. Ja, perfekt, da kommt direkt ein Bus. Hallo. Ich wohne jetzt hier in dieser Stadt und die Busse habe ich noch nicht gecheckt. Ich
nutze sie auch nicht so regelmäßig, weil ich mit dem Fahrrad meistens fahre, aber dass die jetzt hier auch Aufenthalt haben und so, weil wir haben auch nur noch 10 Minuten, bis der Zug fährt. Also jetzt sind es noch 4 Minuten, bis der Zug fährt. Hoffentlich halten wir auch gleich am Hauptbahnhof an, weil die roten Ampeln an der Baustelle hat uns jetzt gerade so ein bisschen umgeleitet. Ich hätte doch hier vom Löhr Center einmal laufen sollen. Das wäre schneller gewesen. Also 26,4, jetzt ist es 22. Aber jetzt muss ich schon die Beine in die Hand nehmen. Also 4 Minuten. Aber den Bus nicht von anderen Bussen überziehen lassen und go. Und ich sag noch so, das reicht locker. Denk noch an den vorigen. Nichts da. So. Jetzt sollte losfahren. War knapp. Nächste Station. Cochem. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eins von den Sachen, die wir besuchen müssen, sehen wir da einmal zu, das ist die Reichsburg. Und das reicht aber jetzt hier nicht aus dem Zug, dass ich die einfach schon hier filmen konnte. Da müssen wir ein bisschen näher ran. Zug steigen wir jetzt aus. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Die Frage ist, mit was fange ich am ehesten an? Mit der Reichsburg oder mit dem Bundesbankbunker? Der Bundesbankbunker ist auf der anderen Moselseite, noch sehr über die Brücke rüber. Und die Reichsburg ist auf dieser Seite, aber da oben. Ich habe gerade auch schon nachgeschaut, wann die nächsten Züge fahren. Es fährt hier in jetzt ungefähr einer halben Stunde der nächste, das ist der RE in Richtung Trier oder in genau einer Stunde wieder dieser RB. Habe ja mich gerade schon massiv verschätzt. Ob das jetzt in einer halben Stunde möglich ist, da die zwei zu gucken. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Aber was ich schon mal sagen kann, ich kann das nicht alles durchrennen, sondern bin ich einfach nicht sportlich genug für oder nicht trainiert genug für. Aber ich glaube, ich habe einen schnellen Schritt drauf. Ich glaube, ich werde richtig Ärger bekommen für die Definition, die ich gemacht habe, in Hinsicht, was Besuchen von einer Sehenswürdigkeit bedeutet. Die Definition, die ich vorhin ausgemacht habe, ist, man muss ein Selfie mit dem Ding machen. Wenn das Ding oben am Berg ist, dann muss man damit ja gar kein so richtiges, da muss man ja gar nicht nah genug ran, weil man kann es ja sehen. Aber ich gucke mal, ob das überhaupt gut klappt. Das Selfie mit der Reichsburg Cochem jetzt hier von der Moselbrücke aus. So, das zählt. Und jetzt gehen wir weiter und gucken uns den Bundesbankbunker an. Und vielleicht schaffen wir es dann ja auch noch rechtzeitig zu dem ersten Zug. Also hier den Berg hoch geht zum Bundesbankbunker, den kann ich tatsächlich nicht von so aus der Ferne fotografieren. Also ich kann eine Sache jetzt schon sagen, der um 42, auch wenn der jetzt schon 3 Minuten Verspätung hat, der wird es nicht, weil das ist jetzt schon in 10 Minuten und ich bin ja noch nicht mehr beim Bundesbankbunker gewesen. So. Und das heißt, die würde ich jetzt nur kriegen, wenn ich sofort umdrehen würde und in den Richtung Bahnhof wieder
sprinten nicht ganz, aber zügigen Schritt laufen, dann würde ich den nächsten Zug kriegen. Aber wenn ich noch den Bundesbankbunker will, muss ich dann den nächsten darauf nehmen. Der Bundesbankbunker, übrigens so ein Relikt des Kalten Krieges, also der ist jetzt auch ein Museum, deswegen weiß man, wo er ist, der war zuvor geheim. Und da haben Milliarden Mark gelagert damals, um für im Falle, glaube ich, eines Angriffs der Sowjetunion die D-Mark zu stützen, wenn es hart auf hart kommt. Das war hier an der Mosel in Cochem. Also hier weiter den Berg hoch. Jetzt steht es auch überall angeschrieben, das ist schön. Cochem 50, okay. Ja, der könnte es gleich werden. Das soll ja eigentlich ein Zugfahrt-Channel sein, aber aktuell ist es wir laufen den Berg hoch-Channel, um ein Foto zu machen und dann wieder runter. Oh, hier schwitze ich schon. Es soll heute auch über 30 Grad werden. Hoffen wir mal, dass es keine 628er irgendwo gibt, mit der wir dealen müssen, weil das wäre ja schon wieder das nächste. In 10 Minuten fährt auch schon wieder der Bus runter, das heißt das Selfie und dann müssen wir direkt zur Bushaltestelle. Wenn ich den jetzt nicht bekomme, dann muss ich wieder den ganzen Berg runter sprinten. Aber hier ist es, Bundesbank, Bunker Cochem. Versteckt im Wald. So, und das ist er und das ist das Selfie. So, jetzt gehen wir wieder zurück und nehmen dann auch in 8 Minuten den Bus runter. Auch hier übrigens die Busse nicht bei Google Maps zu finden, sondern dann müsst ihr das wieder ganz kompliziert eintippen. Ich empfehle wirklich allen, die Busse betreiben, das einfach so zu machen, dass das von Google Maps genutzt werden kann. Die Leute kommen dann auch nicht zu den Attraktionen hin. Und das bedeutet übrigens jetzt, dass wir schon insgesamt 6 Sehenswürdigkeiten uns angeschaut haben. Hallo, guten Tag. Ach so, weil steht Bahnhof dran, deswegen ist das ja nicht der Bahnhof. Alles klar, ja, gut. Ich laufe. Gut, jetzt kann ich jetzt auch noch bis zum Bahnhof laufen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber da stand Bahnhof dran. Nicht. Wenn das jetzt knapp gewesen wäre, hätte mich richtig aufgeregt. Oder hat er jetzt hier einfach irgendwelchen Aufenthalt? Das hatten wir schon in Koblenz gerade, dass die irgendwie random in der Mitte irgendwelche 5 Minuten Aufenthalte haben. Das hätte uns fast den Zug gekostet vorhin übrigens. Ja, jetzt habe ich noch 18 Minuten. Mal gucken, jetzt hole ich mir, glaube ich, hier noch beim Bäcker hier in Cochem was. Hallo, ich hätte gerne einen großen Kaffee. Zum Mitnehmen bitte. Vielen Dank. Und jetzt habe ich eine Viertelstunde, bis der Zug fährt und da vorne ist dann auch schon der Bahnhof. So, jetzt steht die nächste Entscheidung an. Die nächste Entscheidung ist, fahre ich nach Bernkastel-Kues oder nicht? Und ich habe mich jetzt dafür entschieden. Bernkastel-Kues hat 2 Punkte und ich glaube, dafür lohnt es sich auszusteigen. Ich muss in Wittlich aussteigen und dann mit einem Bus wieder zur Mosel runterfahren, weil Bernkastel-Kues ist an der Mosel.
aber da fährt kein Zug hin. Das heißt, ich muss Bus fahren. Aber da gibt es gute Busverbindungen ab Wittlich Hauptbahnhof. Die Frage ist natürlich, wenn ich das jetzt mache, ob ich dann hinten raus Probleme bekomme, weil ich habe jetzt mal ein bisschen vorausberechnet und ich bin, wenn alles gut läuft, halt um so vielleicht 14:30 Uhr, 15 Uhr in Trier mit allem fertig, wenn ich mich da auch beeile. Aber das ist wahrscheinlich machbar, aber mein Zeitgefühl, wie das aussieht, haben wir ja auch schon gelernt, dass das nicht so super ist. Nach Trier gibt es halt noch in Mainz relativ viel zu holen und zwischendrin würde halt zum Beispiel noch Kaiserslautern liegen und da gibt es auch noch 2. Und genau das muss ich mir jetzt überlegen. Nächste Station, Wittlich Hauptbahnhof. So, der Zug hat ein bisschen Verspätung, das bedeutet, ich muss jetzt rennen. Die Buslinie, die wir wollen, ist die Buslinie 455. Ich weiß nicht, wo die genau abfährt. Perfekt. Da steht er schon. Bernkastel-Kues. Passt? Wunderbar. Ah, das hat geklappt, wunderbar. Ich muss jetzt hier ein bisschen nah ran sprechen, weil ich kann wenig von dem, was hier gerade aufgenommen wird, nutzen, weil hier läuft Radio und die Musik, die da läuft, die kann ich auf YouTube nicht veröffentlichen. Ich guck mal, ob ich irgendeine generische Popmusik finde, die GEMA-frei ist. In the ways of the week, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Ja. An unserem Bus waren ja auch noch so ein Anhänger dran für Fahrräder, aber es sind keine Fahrräder drauf. Ich glaube, das ist nicht gut genug beworben, dass man das nutzen kann und dass man da Fahrräder drauf tun kann, um zum Beispiel dann wieder zum Zug zu kommen. So, perfekt. Hier direkt ist eines der Sehenswürdigkeiten, die auf der Liste stehen. Wie gesagt, die kommt hauptsächlich von TripAdvisor, diese Liste. Die Top-Attraktionen, die da für Rheinland-Pfalz stehen. Aber das hier ist eins davon. Ich würde sagen, das zählt hier. So, einmal Selfie-Modus und da ist das Weinmuseum. Jetzt schnell weiter. Wir müssen nämlich jetzt auf die andere Moselseite über die Brücke drüber laufen, weil da ist der Marktplatz. Aber hiermit sind wir bei Nummer 7. Also das war jetzt hier im Stadtteil Kues und jetzt gehen wir rüber nach Bernkastel. Eine Stadt, die zusammengehört, aber natürlich auf unterschiedlichen Moselseiten, deswegen waren die mal auch eigenständig. So, ich glaube, das ist er. Ja gut, also lohnt sich schon noch definitiv hier. Also ich glaube, das Rathaus zählt da am meisten. Hier ist es. So, das hätten wir auch geschafft. Wir haben jetzt noch 25 Minuten. Also ich habe mich ja gewundert, warum das hier zu den Top-Attraktionen gehört, aber es liegt vor allem daran, dass es echt viel besucht ist hier. Das ist ja
Also das ist wirklich richtig touristisch hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Also jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Also ich hatte nur eine halbe Stunde, aber das war ja alles hier extrem schnell fußläufig erreichbar. Ich sag mal so, es könnte sein, wenn der Regionalexpress wegen der ganzen Fahrräder möglicherweise, wir hoffen jetzt mal drauf, so ein paar Minütchen Verspätung kriegt. Bin ich früher in Trier als geplant, weil ich hier noch kriege in Wittlich, weil sonst muss ich da 28 Minuten warten. Aber der fährt irgendwie 4 Minuten ab, bevor der Bus ankommt, was auch wirklich, also ich weiß nicht, wer den Fahrplan gemacht hat. Könnte der Bus ein bisschen früher abfahren? Naja. So, jetzt habe ich hier noch so 10 Minuten. Jetzt ist die Frage, also hier ist die Winothek. Wo ist das Museum? Ist das hier? Ist das da? Geschlossen. 10 bis 17 eigentlich. Das aber, naja, gut, ist geschlossen. Am Samstag, Mittag, wenn da drüben sich die Leute scharen. Aber die Winothek ist da. Jetzt gehen wir mal kurz in die Winothek. Hoffen wir mal, dass wir da auch was aufnehmen können. Also ich gehe jetzt mal in den historischen Weinkeller, aber das Museum, das ist wirklich, da steht einer der Top-Attraktionen dran. Ja? Das haben wir jetzt besucht. Das ist zu. Wurde mir gerade gesagt, das ist zu und es macht auch nicht wieder auf. Aber jetzt sind wir hier in so einem Weinkeller. Also hier gibt es auf jeden Fall viele Weine. Die kann man sicher auch kaufen. Hier gibt es noch so ein paar Sachen. Also es scheint tatsächlich nicht wieder aufzumachen, das Weinmuseum. Ihr könnt mir jetzt folgende Sache sagen. Also ich habe jetzt die Frage an euch. Ich finde, es zählt, weil es steht ja auch drin, immer noch bei TripAdvisor, da müsste das jemand aktualisieren. Aber die Frage ist an euch, zählt das jetzt als eine besuchte Attraktion? Oder ist das gar keine Sehenswürdigkeit mehr, wenn das für immer zu hat? Weil man das ja gar nicht mehr wirklich besuchen kann. Das könnt ihr jetzt in die Kommentare reinschreiben. Ich zähle es jetzt heute. Das ist jetzt meine Entscheidung dazu. Also, wir sind jetzt in Bernkastel-Kues wieder losgefahren und jetzt auf dem Weg nach Trier. Und Trier ist wirklich der ganz große Brocken. Wir haben jetzt 8 Sehenswürdigkeiten hinter uns, die wir abgehakt haben. Und in Trier gibt es insgesamt 9, die wir abhaken. Naja, so wird aus der Hoffnung definitiv nichts, dass wir den Zug irgendwie noch kriegen, weil der Bus früher da ist. Vor einer Stunde war der 20 Minuten zu spät. Aber vor einer Stunde hat mir das nichts gebracht. Und das war Teil 1 meiner Challenge. Der zweite Teil, den gibt es in genau einer Woche. Da solltet ihr auf jeden Fall abonnieren und die Glocke drücken, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn er raus ist. Und wenn ihr es überhaupt gar nicht mehr aushalten könnt, dann habe ich auch einen Tipp für euch, nämlich die Kanalmitgliedschaft. Da könnt ihr jetzt nämlich schon sehen, was im zweiten Teil passiert. Und einen Tipp gebe ich euch auch schon, ich treffe da jemanden von euch. Da habe ich mich wirklich richtig drüber gefreut. Als Kanalmitglieder könnt ihr es euch jetzt schon anschauen. Für alle anderen, ihr könnt raten, wie viel schaffe ich und wo komme ich am Ende raus. Ich sage ciao, bis zum zweiten Teil in einer Woche.